Hi, ich bin Bergfreundin Sarah und heute bin ich in Gerstetten auf der Schwäbischen Alb auf dem Biohof Dauner. Hier treffe ich mich mit Manuel. Er betreibt gemeinsam mit seiner Familie den Hof und ist einer unserer Klimalandwirte. Gemeinsam mit CO2-Land unterstützen wir ihn beim Klimaschutz und beim Humusaufbau auf den Feldern. Was das konkret bedeutet, erfahrt ihr heute von Manuel. Hi Manuel, schön, dass es klappt und dass wir hier sein dürfen. Grüß dich Sarah. Hast du Lust auf eine Runde auf dem Hof? Voll gerne, ja. Kannst du uns einmal erzählen, was es bedeutet, Landwirt zu sein? Landwirt heißt für uns, dass wir unsere Tiere und Flächen dementsprechend versorgen, dass wir gesunde Nahrungsmittel erzeugen und nebenher auch einen Teil zum Klimaschutz beitragen. Weil in der Landwirtschaft haben wir mit die größte Möglichkeit, CO2 zu speichern über eine regenerative und nachhaltige Bewirtschaftung von unseren Flächen. Wie tragt ihr eigentlich zum Klimaschutz bei hier auf eurem Hof? Klimaschutz ist bei uns in Verbindung mit Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass wir unsere Tiere haben und unsere Felder, die wir bewirtschaften. Und durch den organischen Dünger, den wir dank den Tieren haben, können wir dementsprechend qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen und gleichzeitig unser Bodenleben füttern, was für den Humusaufbau zuständig ist. Und der Humus bindet dann das CO2 aus der Atmosphäre, oder? Ja, genau. Der Humus ist dazu da, dass so viel wie möglich vom CO2 gebunden wird. Und wie genau funktioniert Humusaufbau jetzt eigentlich? Humusaufbau kann ich dir anhand von unserem Weizenacker hier zu unserer Linken erklären. Und da sieht man schön von außen auch noch ein paar Punkte, die zur regenerativen Landwirtschaft ein Teil davon sind und zum Humusaufbau beitragen. Zum einen haben wir hier noch ein bisschen Gärreste. Ja. Das heißt, das ist der organische Dünger von unseren Rindern, der den Weizen unterstützt im Wachstum. Wir haben hier, was da so leicht gelb blüht, das ist von der Untersaat ein Leindotter, der jetzt hochgewachsen ist, um einfach eine Vielfalt an Wurzelwachstum auch im Boden zu haben. Der Klee und das Gras ist leider noch nicht ganz so weit, weil es ein bisschen trocken war, aber da kommt es jetzt noch. Und dadurch haben wir einfach nach der Ernte im August dann direkt wieder ein grünes Feld und keinen schwarzen Boden da liegen. Ja. Und so versuchen wir hier möglichst viel Humusaufbau zu betreiben, weil es für uns als Betrieb eine Grundlage ist, dass die Böden gesund sind, um gesunde Nahrungsmittel, wie jetzt hier den Weizen zu erzeugen, und im gleichen Zug spart es CO2 ein. Und es hat einen ganz, ganz großen Einfluss aufs Bodengefüge und da können wir hier mal eine Spatenprobe machen. So. Wie du jetzt siehst, hat sie ganz viele kleine, feine Wurzeln schon. Und dadurch wird der Boden locker, dadurch kommt Sauerstoff rein, dadurch kriegt das Bodenleben Aktivität und baut in diesem Zusammenhang dann Humus auf. Und wie kann man jetzt messen, dass wirklich CO2 gespeichert wurde, beziehungsweise kann man es überhaupt messen? Ja, man kann es messen, indem man praktisch eine Ladung voll Erde nimmt. Die wird dann ins Labor geschickt. Und sobald wir es geschafft haben, dass wir mindestens unseren Humusgehalt halten und nicht weniger wird, haben wir praktisch schon mal keine CO2-Abgabe in die Atmosphäre. Und wenn der Humusgehalt steigt, haben wir neues CO2 gebunden, was sonst in der Atmosphäre wäre. Und das unterstützt dann den Bodenaufbau und so auch den Klimaschutz. Ja, mega cool. Haben wir voll den guten Eindruck heute bekommen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass das Interesse überhaupt da ist, was wir wie machen. Finde ich gut. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schaut einfach in der Beschreibung vorbei und macht's gut. Wir sehen uns draußen.